Wir sind jetzt voll im Gewitter und das hat uns gleich ein. Krass, wie dunkel es ist. Isabel und Sascha sind in Albanien unterwegs, auf ihrer allerersten Camperreise. Achtung, der dreht sich vor. Ja. Ich glaube, das ist halt, wer zuerst da ist. Ich glaube, das ist die einzige Straßenregel in Albanien. 4 Städte und jede Menge Natur warten auf sie. So schön. Ja, richtig geil. 7 Tage quer durchs Land. Bis zur Hauptstadt Tirana. Aufbruchstimmung in Unna. Was ging das denn? Aber hat geklappt. Isabel und Sascha haben in den letzten 11 Monaten ihren Van ausgebaut und 32.000 € investiert. Jetzt wartet ihre erste Tour. Aber warum Albanien? Albanien ist ein cooles Ziel. Ich war da schon mit meinem Bruder vor 2 Jahren und wir haben schon ein paar Orte gesehen und ich fand es halt super schön da. Deswegen wollte ich es meiner Frau auf jeden Fall zeigen. Ich freue mich mega auf die Natur. Ich freue mich auch darauf, dass es außerhalb der EU ist, weil es mal ganz was Neues ist und halt Abenteuer irgendwie. Oh Gott. Albanien gilt als Geheimtipp unter Campern. Unberührte Landschaften, ein Paradies fürs Wildcampen. Holy fuck. Alter, bitte. Dass ihr das geschafft habt. Ich dreh durch. Let's go! Ihre erste Campingreise startet genau jetzt. Von Unna aus fahren sie über die Balkanroute nach Albanien. Ihre Reise startet in Shkodra, führt weiter zu den Weltkulturerbestätten Berat und Gjirokastra, zur Hauptstadt Tirana. Nach 4 Tagen Ankunft in Nordalbanien. Ihr Campingplatz liegt am bekannten Shkodra-See. Hi. Oh. Hi. Mit Deutsch habe ich gar nicht gerechnet. Ja, wir wollen einchecken. Wollen jetzt 2 Nächte hier sein. Okay, ich zeige euch die Preise. Ab 50 für Person, 2,50 für Campingimmobilie, 3 € wenn ihr so bin. Wow. Strom brauchen wir nicht. Wie günstig einfach die Campingplätze hier sind. Insgesamt zahlen sie 19,50 € ohne Strom. Ich zeige euch ein bisschen die Gegend. Ja, Dankeschön. Der Platz liegt mitten im Grünen und hat 107 Stellplätze. Hier könnt ihr den Geschirr waschen. Ah ja. Hier gibt es echt alles. Das ist wirklich richtig schön. Und der See. Der Shkodra-See ist der größte See Südeuropas und liegt halb in Montenegro, halb in Albanien. Gleich hier haben wir noch Wow. Platz für euch. Hoffentlich gefällt es euch. Ja, Wow. mega. Der ist wirklich richtig schön. Ja. Jetzt kann der Camperurlaub beginnen. Ich würde sagen, Tische und Stühle, oder? Tasse an. Ich bringe die Sachen her. Genau. was war das? Oh, das war einfach ein Bein, das wir verloren haben. Ach so. Das erste Mal Campaufbau. Warte, wie machst du das? Pack die auseinander. Während der halt hinten steht. Wir haben den Tisch Last Minute von Aldi Aldi, oder glaube ich, Lidl. ja. Der war wirklich günstig. Und dann später halt einen teureren halt. Was heißt teuer? Aber ich glaube, die Campingtische kosten halt alle so zwischen 100 und 100. die schönen oder? Ja, die schönen, genau. Campingtische. Das Paar will günstig reisen. Ihr Camperausbau wurde teurer als erwartet. Das konnten sie sich nur leisten, weil sie kostenlos bei Saschas Eltern wohnten. 14.000 für einen Van, 14.000 für einen Ausbau. Wir sind über 14.000 auf jeden Fall für den Ausbau. Aber Ich glaube, wir kommen insgesamt wahrscheinlich am Ende so auf 35.000. allein die Elektrik hat 8.000 € für uns gekostet. Und ich glaube, wenn man die Zeit, die Geduld und das Wissen von Elektrik hat, dann kannst du das viel billiger hinkriegen. Ja. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Dann haben wir hier unsere Küche, Gasherd, der funktioniert, Spüle mit fließend Wasser. Das ist unsere wunderschöne Nasszelle. Und hier ist natürlich auch unsere Trockentrenntoilette drin. Wir haben auch Licht. Genau. Tada!
und hinten unser schönes 2 Meter Bett. Ja! Haben wir alles selber gemacht. Da können wir auch stolz drauf sein. Die lange Anreise steckt noch in den Knochen. Das Abendessen bleibt einfach. Es gibt Nudeln mit Tomatensauce. Und der Plan für morgen steht auch schon. Sie wollen die Stadt Shkodra und die Burg Rozafa besichtigen. Und ich bin sehr gespannt, was du von der Burg hältst. Also, Ja! ich fand die echt cool. War das auch eins von den UNESCO-Welterben oder war das keins von den Das weiß UNESCO-Welterben? ich leider nicht. UNESCO. Manchmal frage ich mich, was die Menschen früher ohne Google gemacht haben. So viele Informationen, die nicht weitergegangen sind. Ich glaube nicht. Sieht nicht nach UNESCO-Welterbe aus. Jetzt wird's interessant. Isabelle übernimmt den Abwasch und ihre Technik ist speziell. Wir haben nämlich ein Konzept. Wir haben unsere coole Spülflasche hier, um Wasser zu sparen. Ich finde die Idee ganz genial. Wir räumen erstmal alles rein. Und dann, anstatt jetzt alles mit fettem Wasser die ganze Zeit abzuspülen, machen wir einfach so. Ich genieße das tatsächlich, weil es für mich den Alltag irgendwie total entschleunigt. Ich könnte es natürlich... Okay, das dauert mir jetzt zu lange, weil das ein sehr großes Teil ist. Bei den kleinen geht das besser. Es dauert alles länger. Alleine das Überleben dauert länger. Einkaufen, um Wasser kümmern, Toilette machen, all solche Sachen. Aber es ist genau das, warum ich so Lust habe auf Camper Life, um einfach den Alltag mal zu entschleunigen. Isabelle und Sascha haben sich 2021 online kennengelernt und 3 Jahre später geheiratet. Das letzte Mal, als wir auf dem Steg waren, haben wir uns verlobt. Stimmt. Jetzt starten sie ein neues Kapitel. Das Campen. Der 2. Urlaubstag. Isabelle und Sascha sind in Shkodra unterwegs. Der Stadt, die eine 2400 Jahre alte Geschichte hat. Ihr erstes Ziel, die Zentralmoschee Ebu Bek. In einem islamischen Gebetshaus waren sie noch nie. Hi. Yes. Sie haben Glück. Gerade ist keine Gebetszeit. Also dürfen sie hinein. Der Eintritt ist frei. Es ist die modernste Moschee der Stadt. Mit Platz für 1300 Gläubige. Ich habe irgendwie immer Ehrfurcht in solchen Momenten und habe irgendwie Angst, was falsch zu machen, weil ich weiß, wie wichtig das gewissen Menschen ist und ich gar keine Ahnung habe, was richtig oder falsch ist in dem Sinne. Die beiden möchten mehr über die Gebetsrituale erfahren. I am Zamira. Hi. I am from this city, from Shkodra. Okay. Samira Bushati ist Lehrerin für islamische Theologie und erklärt ihnen, dass Muslime 5-mal am Tag beten. Immer zu festen Zeiten, die sich am Stand der Sonne orientieren. Rund die Hälfte der Bevölkerung ist muslimisch. Wow, das war cool. Ja, eine coole Erfahrung. Ich bin jetzt in dem Sinne nicht sehr religiös, aber schon Spiritualität interessiert mich sehr. Und für mich war es krass, in diese Moschee zu kommen. Und ich hatte das Gefühl, es ist eine ganz herzliche Energie. Es fühlte sich ganz schön an, ganz warm. Tatsächlich im Gegensatz zu deutschen Küchen, wo ich mich eher häufig so kalt fühle. Shkodra ist eine lebhafte Stadt. Viele Geschäfte akzeptieren Euro, obwohl Albanien nicht in der EU ist. Isabelle und Sascha wollen trotzdem lieber albanische Lek abheben. Doch das ist gar nicht so einfach. Dann würde ich noch einen anderen Geldautomaten geben, Ja, auf wenn der jeden uns Fall. die einfach immer wieder ausspuckt. Ist der überhaupt an? Jetzt hier sehe ich hier gar nichts. Okay. Okay, der ist aus. Wir gucken einfach nach dem dritten. Alle guten Dinge sind rein. Ja, das ist jetzt ein bisschen viel. Wir wollten eigentlich 50 abholen. Ich glaube, wir haben jetzt 500 abgehoben. Nicht nur ich glaube, wir haben Also wir haben 500 500 Euro abgeholt. abgehoben. Das heißt, wir hatten den Wechselkurs falsch im Kopf. Das passiert, wenn du das machst ohne Internet. Deswegen lieber auch nochmal Wir sicher hatten ihn gehen. richtig im Kopf, wir können nur nicht rechnen. Oder das. Ohne Datenroaming sind die beiden aufgeschmissen
Außerhalb des Campingplatzes haben sie kein Internet. So macht Urlaub keinen Spaß. We're looking for a SIM card for our mobile router. 2,600. Sie kaufen ein Internetpaket für 54 Euro. 100 Giga. So we would take the Ultra. Okay, you have passport ID. Geld hole ich schon mal. Ja, wir haben ja genug Bargeld. Das ist so nur unser Running Gag. Thank you so much. Thank you very much. Good day. Bye, you Perfekt. too. Reisetipp, wir haben einen mobilen Router. Jetzt haben wir hier die SIM-Card reingetan. Haben jetzt auf allen unseren mobilen Geräten Ja, auch Laptop, Laptop, wenn wir Handy, brauchen, WLAN. egal in welchem Land wir sind. Ja. Sehr praktisch. Die wichtigen Dinge sind geklärt. Weiter durch Shkodra. Viele kleine Läden, bunt restaurierte Häuser und immer wieder Street Art. Ist auch ein schöner Anblick. Hier ist einiges an Kunst so zwischendurch. Also für mich ist Shkodra von der Stimmung her nicht direkt so europäisch, südlich europäisch, sondern die Häuser haben eine andere Bauweise. Teilweise ist es so ein bisschen, ich sag mal, mehr heruntergekommen, aber auch das hat irgendwie Charme. Also gerade hier die Innenstadt, die kleinen Gässchen, es sieht einfach süß aus. Und ich bin mal gespannt, ob das so ein wirklich Shkodra-like-Stil ist und dass das so ausmacht oder ob halt alle albanischen Städte so sind. Ja. Also da bin ich mal gespannt. Zurück am Campingplatz. Ein Stadthighlight wollen sie später noch erkunden. Doch gerade ist es heiß. 32 Grad. Typische Sommertemperaturen in Albanien. Ich habe auch noch nie Stand-Up-Paddling gemacht. Ich sehe mich schon 10.000 Mal ins Wasser fallen. Sascha ist eher der sportliche Typ von uns beiden. Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah. Rubbed up, just relaxing in the tub. Thinking everything was alright. Definitiv eine nassere Angelegenheit. Ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich glaube, ich sitze eher im Kanu. Jetzt ist noch Zeit für einen Campingplatz-Check. So eine Markise brauchen wir auch noch. Markise Gerade ist im auf Sommer jeden dann. Fall. Das sind noch so ein paar Sachen. Ja, Aber dafür machen wir die Reise ja auch jetzt schon. das Camperleben geht erst los. Ja. Strom müssen sie auch noch nachrüsten. Aber mal schauen, was ihnen andere, erfahrene Camper noch empfehlen können. Ihr kommt Sascha. auch aus Deutschland. Ja, Antje. Ja, Lippstadt haben wir gesehen. Hallo. Heißt Lippe. Echt Können wir schön, mal der kurz- Van. Antje und Andreas Kahler campen mit ihrem Hund Frieda schon im 7. Jahr. Sie waren gerade 3 Monate in Griechenland und verraten ihr Camping-Must-Have. Das allererste, was das Hauptsächliche ist, die Mückenschutztür. Ja. Und trotzdem erwischen sie uns. Ja, Aber das ist eine Sache, die kann ich nur empfehlen. Das ist so eine auch zum Schieben, ja. Das ist unsere Sitzecke. Die ist ein bisschen kleiner geworden, weil das ist der Platz für Frieda. Die muss aus dem Fenster gucken und muss vor allen Dingen, ganz wichtig, angeschnallt sein. Dann haben wir hier unsere Küchenzeile, zum Beispiel mit einem 2-Flammenherd. Was uns ganz wichtig war, war dieser kleine Raum einer Kassettentoilette. Hier hinten sind unsere Betten. Das sind jetzt Längsbetten, sodass jeder auf dieser Seite lang schlafen kann. Das Rentner-Ehepaar ist das erste Mal in Albanien campen. Albanien, das sind alles positive Erfahrungen gewesen, auch freundliche Menschen und auch saubere Sachen haben wir vorgefunden, die Sanitäreinrichtungen auf unseren Stellplätzen. Campen bedeutet eigentlich Freiheit für uns und wir können stehen bleiben, wo wir wollen, in Albanien sowieso, in Griechenland wird es eingeschränkt mittlerweile, aber es ist trotzdem noch gut erlaubt, dass man stehen bleiben kann und sich da eine Nacht aufhalten kann. Vielen, vielen Dank. Dankeschön fürs Zeigen und auch für die Tipps. Vor dem Abendessen wollen die zwei jetzt noch mal los. Oh, da oben ist sie, glaube ich. Ich sehe gar nichts. Das ist dann Kontaktlinsen, oder? Ich habe meine Kontaktlinsen. Okay. Ist sie da links? Das jetzt Da da links. auf dem Berg, genau. Die Burg Rosafa gehört zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Shkodra. Und die wollen sie heute noch besichtigen. Der Eintritt kostet 4 Euro.
Also die Mauern hier, es sieht richtig imposant aus. Also wir sind gerade mal am Anfang. Also ich bin sehr gespannt, was da alles noch kommt. Von hier oben haben sie einen grandiosen Ausblick auf den größten See der Balkanhalbinsel. Wow, wie schön, wie riesig der einfach ist. Ja, wir sehen das Ende nicht. Leider spielt das Wetter nicht mit. Statt Sonnenuntergang hängen jetzt dicke Wolken am Himmel. Aber immerhin haben sie eine Führung gebucht. Nice to meet you. And you went to the most beautiful view of Rosafas castle. And why not the most beautiful view of the entire Shqipëria and Balkan? Okay. This is the castle never conquered. And there are various reasons why this castle has never been conquered. Never. Look like it. Yeah. Yes. Gästeführerin Sedita Taffa gerät ins Schwärmen, wenn sie von der Burg spricht, die nie erobert werden konnte. Den Grund will sie den beiden zeigen. Because the secrets of the castles are down. Okay. What are the secrets of the castle that you can see? The mountain on itself or the stones? The stones and those were walls. Die Steine waren früher mal Wände, erzählt Sedita. Die Festung liegt 130 Meter hoch und ihre massive Befestigungsmauer schützte einst vor Angreifern. Auch im Festungsinneren gibt es etwas zu entdecken. Einen Geheimgang. This is one of the secret passages of this castle. One of more than 6 Das ist einer von 6 Geheimgängen, der bis zum Fluss im Tal führte. 66 people could go down. Die beiden würden gerne noch mehr erfahren, doch die Tour endet abrupt. Das Gewitter zieht auf und sie müssen schnell zum Campingplatz. Krass, wie dunkel es ist. Ja, das ging super schnell. Also wir sind jetzt fast im Gewitter. Ich glaube, das hat uns gleich ein. Wenn wir Pech haben, hat es unseren Campingplatz ein, wo wir unsere Sachen noch haben. Also Campingstühle, Tische. Wir haben alles draußen gelassen, weil wir dachten, wir nehmen es nicht mit, weil das Wetter war noch super, als wir losgefahren sind. Und schauen wir mal unsere Sachen an. Huch. Und Ja, völlig durchnässt. alles völlig durchnässt. Am nächsten Morgen wird das Frühstück kurzerhand an den See verlegt. Also heute steht auf jeden Fall die Fahrt Richtung Meer an. Vielleicht sehen wir es ja schon, bin mal gespannt. Aber ja, ich freue mich, dass es weitergeht, auch wenn der Platz hier sehr, sehr schön ist. Aber noch mehr zu sehen. Mal gucken auch, was wir so für Stellplätze finden. Da sind wir ja recht flexibel, uns mal ein bisschen auszuprobieren. Sie haben keine lange Fahrt vor sich. 34 Kilometer sind es von Shkodra nach Rana e Hathun an der Meeresküste, wo sie wild campen wollen. Im Dorf Fichte halten sie für eine Mittagspause. Dort soll es einen Geheimtipp für bewusstes Essen geben. Hi, nice to meet you, Sascha. Hi. Hi, Isabel. Hi. Hi. Altin. Hi. Yes, please, we're excited. Altin Prenga hat hier mit seinem Bruder das erste Farm-to-Table-Restaurant gegründet. Alles, was bei ihm auf dem Tisch landet, wird vor Ort angebaut oder produziert. Sie bekommen eine spontane Tour. Wie im Märchen. It looks like a fairy tale. Altin ist stolz auf seine eigene Mehlmühle, die komplett mit Solarenergie läuft. Auf seinem Hof produziert er Käse, Wurst, Wein und Schnaps. Alles nach alten Traditionen. Die Idee sei, zu den eigenen Wurzeln als Bauer zurückzukehren. Er wolle das wieder aufbauen, was seine Großeltern hatten, bevor all das durch den Kommunismus verloren ging. Die sind so cool, wie eine eigene Gang. Ja, also eine weiße Armee an Kleingeld. Dieser weitläufige Ort lässt einen leicht die Orientierung verlieren. Mega, mega schön hier. Das Haus, das Ambiente. Dieses Riesenuniversum, sage ich jetzt schon fast. Also, Ja. Jetzt knurrt der Magen.
Schließlich sind sie zum Essen hier. Die beiden leben vegan. Zum Glück bietet das Menü Alternativen. Probier das, warte. Oh, die sind auch geil. Ja. Also super lecker hier. Jetzt wird es spannend. Über eine App haben die beiden einen Stellplatz am Meer gefunden. Albanien gilt als Wildcamping-Paradies. Das Meer. Das Meer. Ich bin mal richtig gespannt, wie der Parkplatz dort aussieht, ob wir da gut stehen können. Ja. Ich bin so froh, dass du fährst. Warte hier. Ja. Aber diese Strecken, die stressen mich auch ein bisschen, aber du fährst sehr gut. Das erste Mal am Meer. Und hier soll er sein. Ihr Stellplatz. Und? Also das Meer ist sehr schön, Ja. aber der Müll ist nicht so schön. Einiges hier. Das, was mich jetzt ein bisschen verunsichert, ist, dass hier kein anderer Camper ist. Ich weiß halt nicht, ob das meine Paranoia ist, weil ich mich halt in Albanien, ich kenne mich hier halt nicht aus. Ich weiß nicht, wie die Sicherheit ist. Wir sind ja mit Perry gut geschützt. Wir haben alles Mögliche an Schlössern. Wir haben Hochsicherheitsbunker. Wenn du dich nicht sicher fährst, keine Ahnung, 500 Meter weiter war ein Campingplatz. Also dann nehmen wir den. Das ist da, ich schlafe so oder so, um es fies zu sagen. Sie entscheiden sich gegen den Campingplatz und finden diese kostenlose Alternative. Hier ist der Strandabschnitt auch deutlich sauberer. Der nächste Morgen. Isabel und Sascha sind schon in Aufbruchsstimmung. Heute geht's nach Berat. Da war ich auch vor 2 Jahren schon mal. In der Stadt selber war ich noch nicht. Da bin ich mal gespannt, wenn wir da noch was mitkriegen. 2,5 Stunden dauert die Fahrt nach Berat. Die Stadt ist UNESCO-Weltkulturerbe und auch als Stadt der 1000 Fenster bekannt. Warum? Das finden die beiden gleich heraus. Sieht richtig schön aus mit dem Bild und den Laternen und dem Fluss. Am Fluss Osum sind sie mit Alma Spatara verabredet. Hi. Fine. You too, Sascha. Hi. Hi, Isabel. Hi, nice to meet you. Yeah. Thank you. It's an amazing view. Alma ist hier geboren und zeigt den beiden ihre Heimatstadt. Und dahin will sie mit den beiden. Die Festung thront auf einem Hügel über der Stadt. Berat ist eine sehr alte Stadt. 2400 Jahre Geschichte. 3 Altstadtviertel gibt es hier und im Mangalem besonders viele Fenster. Die Fenster sind so dicht beieinander. Wenn Nachbarn etwas brauchen, reichen sie es einfach von Fenster zu Fenster, erzählt Alma. Wegen der vielen Fenster in Mangalem hat die Stadt ihren Spitznamen. That's cool. Die Altstadt ist steinig, uneben und verwinkelt. Beautiful. So you see every single house now is a guest house. Jedes Haus ist inzwischen auch ein Gasthaus. Vor 10 Jahren hätten sich die Bewohner so ein Business nicht einmal vorstellen können. Genau deshalb ist der Tourismus für die Einheimischen heute so wichtig, erzählt Alma. I really love your dress, by the way. Yeah, it's very beautiful. Thank you. One of my friends did it. By yourself? Yes, it's handmade. Ooh. This, all this. Wow. I like these details. Yes, me too. Isabel gefällt Almas Kleid. Vielleicht findet sie ja noch ein ähnliches in den Gassen der Altstadt. Doch zunächst werden sie von traditioneller Musik überrascht. Alma zeigt Isabel den passenden Tanz dazu. So wird in Berat auf Hochzeiten gefeiert. I love the people, but most I like the energy. Ich liebe die Menschen. Ich mag die Energie der Stadt. In Berat schläft man wunderbar und hat große Träume. Dream big. Sie erreichen das alte Burgviertel und gleich am Eingang verkauft ein Händler weiße Kleider.
Schatz, wie findest du das? Das hier? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist zu groß. Da sind meine Brüste nicht groß genug. Ja, bei solchen Kleidern ist es Kleidern sehr schwer. Aber ich finde es an sich sehr schön. Auch die Details hier finde ich cool. Ja. Thank you. Ja, Palaminderi. Jetzt aber rauf zur Burg. Die alten Steinhäuser werden heute noch von Einheimischen bewohnt. Oh, wow. In Berat leben über 40.000 Einwohner. Schon beeindruckend, das von oben zu sehen. Ich fand unseren Tag heute sehr, sehr schön. Also ein Highlight für mich war heute natürlich die Story auch so ein bisschen hinter der Stadt und hinter allem zu hören. Das fand ich echt toll. Es war einfach so ein rundum schöner, entspannter und gleichzeitig aber auch aufregender Tag. Und es warten noch 2 weitere Städte auf die beiden. Gjirokastra, die Stadt der Steine. Und ihr Ziel Tirana, die Hauptstadt Albaniens. Der 5. Reisetag. Isabel und Sascha haben auf einem Stellplatz vor der Stadt Berat übernachtet. Hier kostet die Nacht 15 €. Das Bad hier ist halt top sauber und das ist sehr, sehr schön. Weil noch haben wir keine Dusche im Camper, die rüsten wir zwar noch nach, aber ich glaube so oder so als Camper plötzlich fließendes Wasser, ein Traum. So kann der Urlaubstag doch starten. Das sieht halt schon sehr geil aus. Ja, aber ich glaube, das waren nicht so große Boote. Ich glaube, wir machen das mit kleineren. Ja, heute wird es, glaube ich, sehr aufregend mit dem Rafting in der Osumi-Schlucht. Ja, da bin ich super gespannt. Ich habe noch nie Rafting gemacht. Zeit für was Neues. Es geht zum Osum Canyon, der für seine 80 Meter hohen Felswände bekannt ist. Eine schöne Strecke, aber mit Camper eine kleine Herausforderung. Also manche Strecken hier sind schon mit Kratern gespickt. Auf jeden Fall nochmal aufregender, mit einem Van hier lang zu fahren. Wow. Oh, das sieht schön aus. Das ist jetzt blöd, weil du die Aussicht nicht so genießt. Ja, ich kann nicht ganz so oft nach rechts gucken, aber immer mal wieder. Ja, das sieht schon geil aus. Und dann dürfte das ja eigentlich auch der Fluss sein, in dem wir gleich sind, ne? Rafting in der Osum-Schlucht ist nicht ungefährlich. Das geht nur mit Sicherheitsausrüstung und erfahrenen Guides. Emil zeigt, worauf die beiden gleich im Wasser achten müssen. Jeder bekommt ein Paddel. Eins hier, eins hier. Macht es euch einfach und haltet es so. Warum? Wenn du es so hältst, kannst du nicht paddeln. Und so wirst du zu schnell. Ihr müsst es so machen. Das ist die perfekte Position. Die beiden wollten Aufregung und genau die bekommen sie jetzt. 10 Kilometer geht es flussabwärts. Unterwegs soll es noch ein Highlight geben. Einen Wasserfall der Liebe. Wow. Sieht so schön aus.
Und da ist er, der Wasserfall der Liebe. Alles für die Liebe! Ein alter Brauch besagt, wer sich genau hier küsst, bleibt für immer zusammen. Isabel und Sascha sind seit einem Jahr verheiratet. Jetzt schaffen sie vielleicht die goldene Hochzeit. Es war so schön. Ja, richtig geil. Ganz matschig hier. Es war ein Träumchen. Und es war alles dabei. Also wir hatten kleine Teile der Romantik, weil es einen Wasserfall der Liebe gab. Super coole, schnelle Bäche oder beziehungsweise Strömungen, die teilweise herausfordernd waren, aber es war richtig Weil cool. wir es drauf haben. Direkt am Fluss Ossum geben die zwei dem Wildcampen eine zweite Chance. Naturschutzgebiete und staatliche Gebäude sind beim Wildcampen tabu. Krass. Direkt am Fluss ist halt schon geil. Den Platz hier, den haben wir jetzt über eine App gefunden, wo einfach Camper eintragen, wenn sie einen geilen Platz finden. Andere Camper eintragen, ob der gut ist, ob der nicht gut ist, Tipps geben, wo man am besten steht, wie die Nacht war. Und das ist halt jetzt exakt das, was wir unter Wildcamping verstehen. Mitten in der Natur, draußen, hier ist niemand. Hier hören wir nur Natur, wir sehen nur Natur und sind halt so wirklich mittendrin. Und das finde ich besonders schön. Ein absoluter Campertraum. Das machst du sehr schön, Schatz. Dankeschön. Ich bleibe hier gerade noch mal ein bisschen Ja. liegen. Albanien gehört zu den wenigen Mittelmeerländern, in denen man an solchen Orten noch campen kann. Sie verlassen die Bergregion endgültig. Es geht nach Gjirokastra im Süden. 2 Stunden Fahrt. Zeit für einen Blick auf den Tank. Oh, wie viel Sprit haben wir noch? 229 Restreichweite bei dem Tempo aber nach Gjirokastra sollten wir kommen. Okay, aber wenn wir vielleicht... Also wenn wir eine 1,59er finden, dann sollten wir tanken. Günstiger wird's nicht. glaube ich auch. Also die Spritpreise, die wanken hier von 1,75 bis 1,59. Innerhalb von manchmal 20 Meter. 20 Meter. Sogar. Ankunft in Gjirokastra. Achtung, der drängelt sich vor. Ja. Ich glaube, das ist halt, wer zuerst da ist, ja, können wir. Wenn nicht, bringen wir dich danach halt wieder vor. Also ich glaube, das ist die einzige Straßenregel in Albanien. Wer zuerst da ist. Ja. Ich würde mir hier kein gutes Auto kaufen. Gjirokastra ist die 3. Stadt, die Sie auf Ihrer Reise kennenlernen. Wegen ihrer Steindächer nennt man sie auch die Stadt der Steine. In der Altstadt starten Sascha und Isabel ihre Tour mit Stadtführer Mario. This is the bazaar. We call it the new bazaar actually because we have Hier ist das Bazarviertel. Hier findet man alles, was das Herz begehrt. Geschäfte, Restaurants und Bars. bars that you like. Ein touristisches Viertel zum Stöbern. Wow. Wie so eine riesige Ja. Salatschüssel. Guck mal, Schatz. Ja, die sieht mega. Oder hier so Antipasti-Telly. Ja. Telly. Auch hier mit den verschiedenen. Das ist wie so ein kleiner Flohmarkt. Ich will alles angucken. Die sind schön. Schott. Ich bin die Shopping Lady und Sascha hört sich die Geschichte an. Kann er mir später noch erzählen. Aber es ist so viele Farben, so schön bunt. Ihr nächster Stopp verbindet Kultur und Tradition. In Gjirokastra liegen mehrere unterirdische Bunker aus der kommunistischen Zeit. Rund 750.000 ließ der damalige Diktator aus Angst vor Angriffen bauen. Dieser hier ist 48 Meter lang und heute ein Soundbunker mit südalbanischem Volksgesang. Eine eindrucksvolle und düstere Touristenattraktion.
wow, also ja, der Schall da drin ist schon was Besonderes. Ich bin ganz in Ehrfurcht irgendwie. Das ist irgendwie, da habe ich jetzt auch keine Worte. Aber schwer zu beschreiben, finde ich. das Aber ist es ist ein ganz besonderes Erlebnis da drin. Die Musik, der Sound, diese Dunkelheit. Girocastra hinterlässt Eindruck bei den beiden. Bisher auf jeden Fall unsere Lieblingsstadt, weil es so klein ist, so schöne Gassen, es ist so farbig, es ist trubel. Deshalb es ist die Atmosphäre, die die Stadt ausmacht für mich. Isabel und Sascha wollen jetzt noch bis vor die albanische Hauptstadt fahren, um morgen genug Zeit in Tirana zu haben. Ankunft am Stellplatz nach 3 Stunden Fahrt. Warte, ich mache hinten Wasser an. Sascha will jetzt nur noch entspannen. weil die 2 Stunden heute Morgen und 3 Stunden jetzt Fahrt echt schlauchen. Oh, aber unser Wasser ist wirklich fast leer. Ausgerechnet jetzt. Ungefähr 7 Zentimeter noch. Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir es hier auffüllen können. Zum Campingplatz gehört ein Restaurant. Dort wollen sie direkt mal nach Frischwasser fragen. Only Iranian. I think it's no problem. Das Personal spricht nur Albanisch. Die Technik hilft beim Übersetzen. Am Ende bleibt eine ernüchternde Erkenntnis. Wir können weder duschen hier noch unser Wasser auffüllen, was wir auf jeden Fall brauchen, um zu überleben. Und deswegen müssen wir leider doch noch einen anderen Platz suchen. Ärgerlich. Also nochmal weiterfahren. Es wird spät für die beiden, doch sie finden noch ein Plätzchen für die Nacht. Noch näher an der Hauptstadt. Am nächsten Morgen in Tirana. Über 500.000 Einwohner. Absolut Big City Life. Isabel und Sascha wollen später mit der Gondel auf den Hausberg fahren. Aber zuerst erkunden sie die Stadt auf eigene Faust. Oh, es ist schön. Ja, tut sehr gut. Gerade bei der Hitze. Es soll 40 Grad heiß werden. Auf dem Skanderbeg-Platz sorgt die Straßenbefeuchtung für eine willkommene Abkühlung. Vorhin dachte ich, das sind Gullis sozusagen. Ist angenehm. Oh, Tut gut? ja. Das müsste Skanderbeg sein. Ja. Der Freiheitskämpfer, ne? Ich glaube, ohne den wird es Albanien gar nicht so geben. Und vor allem glaube ich, dass dieser Turm, dieses Haus, dass das nach seinem Gesicht nachgemacht wurde. Siehst du die Nase da? Ja. Skanderbeg, Albaniens Nationalheld, steht für Unabhängigkeit und Widerstand. Der gleichnamige Platz ist voller Sehenswürdigkeiten und genau deswegen ein Touristen-Hotspot. Ihr erster Eindruck ist positiv. Es ist super sauber. Hier ist einfach überall dafür gesorgt, dass sich die Menschen, die hier leben oder die Touristen abkühlen können. Also es ist schon, da hat jemand mitgedacht bei dem Bau dieser Stadt. Online haben sie von einem außergewöhnlichen Gebäude erfahren, der Pyramide von Tirana. Die suchen sie. Ah, guck mal hier. Ist er. Ja, das ist eine Pyramide. Ah, guck mal, wir können auch hoch, wenn wir wollen. Oh, ich glaube, die Aussicht ist geil, aber ich glaube, es wird auch super warm werden. Die Geschichte dieses Ortes kennen sie noch nicht. Holy Macaroni. Der Bau war ursprünglich als Enver Hoxha Museum. Ach so, das ist das war ein Andenken von dem verstorbenen Diktator. Nach dem Ende des kommunistischen Regimes in Albanien wurde das Museum, Denkmal für den Ex-Diktator, umfunktioniert zum internationalen Kulturzentrum. Jahrzehntelang war Albanien abgeschottet. Heute öffnet sich das Land bewusst. Das internationale Kulturzentrum hier zeigt es eindrücklich. Und das Beste, oben auf dem Dach gibt es eine Aussichtsplattform. 114 Stufen. Oh, wow. Ich finde die Berge im Hintergrund immer richtig cool. Ja, die Moschee. Ja.
Weißt du noch die Moschee in Shkodra? Die hat Eindruck hinterlassen bei mir. Ja. Auch ihr nächster Stopp hinterlässt Eindruck. Wieder entdecken sie eine ansprechende Auswahl an veganen Gerichten. Wow. Thank you. Thank you very much. That looks great. Enjoy it. Thank you. Thank you. Krass. Das ist Vor allem, geil. das ist ein Patty, sowas habe ich noch nie gegessen. Also Ja. noch nie so gehabt. Ja. Oh. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und? Gut? Mhm. Okay, okay. Und es tut gut, zwischendurch mal im Schatten zu sitzen. Das letzte Highlight ihrer Reise naht. Sie wollen jetzt auf den Daiti, den höchsten Berg Tiranas. Sie nehmen die Seilbahn. Ich freue mich auf die Aussicht. Ja. Die Fahrt kostet 1300 Lek, knapp 12 € pro Person. Das ist es den beiden wert. Egal, wo du hinguckst, gefühlt, egal in welcher Stadt, siehst immer Berge im Horizont. Und hier hat man den kompletten Blick auf Tirana. Den Blick hier finde ich schöner in die Richtung. Ja. Aber ich mag es, die Welt von oben zu betrachten. Irgendwann müssen wir auch mal einen Heißluftballon. Ja, stimmt. Nach 15 Minuten Fahrt, Ankunft auf dem Daiti. Hier können wir ein gutes Selfie machen, Ja, Schatz. hier haben wir die Aussicht auf alles. Schön. Jetzt hier nochmal vom Berg aus diese ganze Stadt zu sehen, fand ich beeindruckend, weil ja wirklich in Tirana 25% des ganzen Landes leben, also in einer einzigen Stadt. Und ich glaube, das spiegelt die Stadt auch so ein bisschen wider. Wenn jemand Städte mag, finde ich, ist Tirana auf jeden Fall ein Blick wert, aber dann mit Zeit, ganz in Ruhe, sich angucken, was gibt es hier zu sehen. Und dann nicht unbedingt im Juni in der krassen Sommerhitze, denn selbst wenn die Stadt sich Mühe gibt, dass es ein bisschen abgekühlt wird, es ist doch sehr, sehr heiß. Auf dem Campingplatz in der Gemeinde Kashar lässt es sich besser aushalten. Hier sind Isabel und Sascha gestern Nacht gelandet. Der Platz liegt 15 Kilometer von Tirana entfernt und kostet 16 € die Nacht. Der Campingplatz ist total schön. Hier ist eher so der Bereich am See. Und oben gibt es dann noch mal mehr Platz quasi, wo dann auch mehr Elektroanschlüsse sind. Und dort kann man spülen. Es gibt eine Waschmaschine, es gibt eine Gemeinschaftsküche. Hier beenden Isabel und Sascha ihre allererste Campertour. Sie sind quer durch Albanien gereist. Vom Norden in den Süden. Von der Adriaküste in die Bergwelt. Also die erste Woche campen hier mit unserem Camper hat auf jeden Fall, finde ich, schon gut funktioniert. Auch das Leben auf engem Raum hat sehr gut funktioniert, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Ich bin auch absolut begeistert von Albanien. Ich bin so überrascht, so positiv überrascht von den Menschen hier. Die sind so herzlich. Es gibt so tolle Sachen zu entdecken, so wundervolle Natur, Aktivitäten. Egal, ob du ein Strandgänger bist, die Berge liebst, Städte liebst. Es gibt gefühlt alles. Es gibt viel Kultur, es gibt viel Geschichte zu sehen. Also für jeden eigentlich was dabei. Ein gelungener Einstieg ins Camperleben. Natürlich haben wir eine Menge auch gelernt, sei es Kleinigkeiten wie Spülschüssel, eine Markise, die wir brauchen, andere Sachen, die wir im Van noch anpassen wollen. Wir lernen jetzt und deshalb ist es ja auch, wir werden Camper, damit wir irgendwann dann wirklich richtige Camper sind, die an alles denken. Wobei ich glaube, Camperlife ist sowieso immer dazulernen.